Kein Purpose im Leben zu haben, kann lebensgefährlich sein. Nun, dass Purpose, einen Sinn in seinem Leben zu haben, mehr emotionale Erfüllung bringt, ich denke, das ist den meisten klar. Zumindest wird da schon viel drüber geschrieben und immer wieder geht es um What's your purpose? In meinem Buch Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele habe ich ja auch über Purpose geschrieben und auch was es wirklich, wirklich bedeutet. Denn ich selber hatte auf dem, wie man sagt, so einem Höhepunkt großen wirtschaftlichen Erfolges in einem luxuriösen Penthouse sitzen, eine Depression bekommen, weil was nun? Die reine Materie macht ja nicht glücklich. Was ist der Sinn meines Lebens? Und nur dadurch, dass ich da tiefer eingestiegen bin, auch ein sogenanntes Purpose Finding entwickelt habe, das jetzt inzwischen schon vielen tausenden Menschen geholfen hat, wirklich Klarheit im Leben zu haben, habe ich mich selber eben wirklich auch in diesem Sumpf der Depression rausholen können. Also das war schon und allem Unternehmensberatung, die ich heute mache, oder besser Unternehmerberatung, geht es darum, was ist deine persönliche DNA, was ist dein Purpose und was bedeutet das in der Unternehmung. Aber all das sind teilweise ja so Dinge, wo man sagt, auch in diesem Buchtitel Lieber die Welt gegen mich als meine Seele, naja, Seele, das ist so ein bisschen esoterisch, Firlefanz brauchen wir nicht unbedingt. Viktor Frankl in seinem Buch The Search of Meaning hat ja schon herausgeschrieben, die Bedeutung von Purpose. Er saß im KZ und hat dabei beobachtet, welche Menschen haben dort überlebt und welche haben nicht überlebt. Und er sagte, alle, die einen Grund hatten zu überleben, die haben überlebt. Und viele, die keinen Grund hatten zu überleben, die quasi dem Außendruck nachgeben oder wie man sagt heute, lebensmüde sind, leben dann auch nicht. Weil Leben hat etwas mit Willpower zu tun und damit, wofür will ich leben. Also das war schon immer irgendwie bekannt. Aber was bedeutet es auf jede normale Krankheit? Mein Mentor Bob Proctor sprach viel darüber. Ease, alles ist in Ease, auch wenn der Körper ist ja ein binäres System, die Zellen können aufmachen oder zumachen. Ease oder Tension. Und Dis-Ease, Nicht-Ease, ist im Englischen auch das Wort für Krankheit, Disease. Also wo ist die Leichtigkeit, wo ist der Flow? Und in der heutigen Zeit, wo wir bombardiert werden mit so viel Information und so viel Druck von außen empfinden, haben wir dann manchmal viel Dis-Ease. Und nun haben Mediziner studiert, welche Auswirkungen hat Purpose oder nicht Purpose und eben auch Neurologen festgestellt, im Gehirn gibt es etwas, was man Cortex insula nennt. Das sind so zwei Lappen, einen auf der linken und auf der rechten Seite, die dafür zuständig sind, bestimmte Informationen aufzunehmen, zu verteilen. Und einer davon ist auch ganz wichtig fürs Immunsystem. Und wenn dort die Kommunikation nicht mehr stimmt, dann arbeitet das Immunsystem nicht mehr richtig. Und wenn das Immunsystem nicht mehr richtig arbeitet, dann ist man natürlich auch schnell sehr gesundheitlich gefährdet. Und jetzt in den Forschungen hat sich herausgestellt, wenn die Menschen einen Purpose-Finding-Prozess gemacht haben, wenn sie klar sind, was sie wirklich, wirklich wollen im Leben, wofür sie da sind, um simpel zu sagen, warum bin ich inkarniert, was will ich eigentlich hier wirklich, wirklich, nicht von außen getrieben, sondern von innen nach außen leben, dann funktionieren diese Lappen super, sind gut in der Kommunikation und damit funktioniert das Immunsystem besser, sodass jetzt einige Ärzte dazu übergegangen sind, wirklich andere Heilmethoden zu entwickeln und vorab immer Purpose Finding zu machen. Und ich habe ja hier in meinem YouTube-Kanal auch schon mal ein Webinar gemacht oder beziehungsweise ein Interview gemacht mit einer Ärztin, Dr. Elena Ruh, über Biohacking.
Und die Dame ist studierte Medizinerin, hat aber neben ihrer Praxis eben auch noch ein Biohacking-Institut und ist konsequent dabei im Forschen, was macht es eigentlich wirklich aus, dass wir richtig gesund ist. Und sie war auf einem Kongress und da ging es um die Neuroimmunologie. Und als ich sie jüngst getroffen hatte, das war im September 2025, da sagte sie, gerade vor 14 Tagen war sie auf einem Kongress, wo Mediziner, Wissenschaftler vorgestellt haben, die Bedeutung von Purpose Finding. Und ich wollte das von ihr etwas genauer wissen, beziehungsweise hier auch aufgezeichnet wissen. Und deshalb habe ich auf einer Reise, ich war in Budapest, in einem kleinen Hotelzimmer, schnell noch ein Interview mit ihr gemacht, ein Gespräch über das Thema Purpose Finding und ganzheitliche Gesundheit. Was bedeutet das? Was macht diese Cortex da oben insular mit unserem, wie von der Insel alles miteinander verbunden ist? Und diesen kleinen Ausschnitt, der kommt jetzt gleich und ich bitte dieses nicht nur aus allgemeinem Interesse wahrzunehmen, sondern wirklich wirklich, ich sag mal so, schluck das wirklich richtig runter. Sei dir dessen ganz bewusst. Und es geht nicht nur um dich, es geht um deine Mitarbeiter, es geht um deine Familienmitglieder. Wenn du wirklich selbst einen gesunden Organismus haben musst, kümmere dich, was ist dein Purpose als Allerwichtigstes. Du bist wichtiger als alles andere, was da draußen ist. Draußen ist, wie man so sagt, Maya, was bist du wirklich, was braucht dein System, wie kann deine Seele wirklich auf diesen Organismus wirken. Wenn der Fahrer und das Auto keine Kommunikation mehr haben, naja, dann bleibt das Auto wahrscheinlich nicht lange am Leben. Oder wenn der Fahrer gestört ist, missbraucht er dann den Körper, das Auto und das funktioniert auch nicht. Wenn das in einem harmonischen Einklang ist, dann können beide sehr erfüllt und gesund sein. Und darum geht es mit dir selbst, mit Familienmitgliedern und mit Betrieb. Letztlich geht es sogar um das ganze Land, denn wenn jeder Bürger mit seinem Purpose klar wäre, dann könnten wir echte Win-Win-Beziehungen leben und bräuchten nicht ein Gesundheitssystem, wo wir viel mit Chemie arbeiten, 3D-Ebene und abgekappt sind von dem, was wir sind. Und wenn wir in die altvorderen gehen, sagen wir nur in der westlichen Welt, Jesus und andere, wir können heilen. Wir wissen, dass es Placebo-Effekte gibt. All das wissen wir. Es gibt ein Video in YouTube, Greg Braden, in 2,4 Sekunden wird Blasenkrebs geheilt, beziehungsweise er verschwindet, weil es auf eine andere Frequenzebene geht, weil die Menschen wieder geglaubt haben, eine Verbindung stattgefunden ist und offiziell war die Person austherapiert. Also wir sollten dies wirklich mit dem Purpose und Purpose Finding so ernst nehmen, dass wir uns klar haben, dass wir das Licht des Nordsterns haben, an dem wir uns ausrichten und nicht einfach an den Lichtern der vorbeifahrenden Schiffe. Und nun die kurze Sequenz mit Dr. Elena Roux. Wie ist es nun wissenschaftlich mit dem Purpose Finding? Warum ist das so wichtig für unsere Gesundheit, für die Qualität unseres Lebens? Das berichtet sie kurz. Also, und weil es so wichtig ist, dürft ihr gerne auch alle dieses Video teilen mit den Menschen. Schön, dass wir nochmal die Gelegenheit haben zu sprechen, Elli, liebe Frau Dr. Roux. Und heute wollen wir über ein Doktorthema in dem Sinne sprechen, weil du gerade auf einem Kongress warst und dort auch mitbekommen hast oder viel darüber geredet wurde, welche Bedeutung der persönliche Purpose oder der Einklang mit seinem wahren Selbst
wichtig ist im Sinne auch von Heilungsprozessen im Körper. Und dass jetzt auf diesem Kongress, und wenn ich es richtig verstanden habe, es war eben auch selber ein Neurologenkongress oder etwas Ähnliches, Genau, dass, Psychoneuroimmunologie, ja. ja, wie das eben wirklich auch in unserem Gehirn eine große Rolle, zentrale Rolle spielt. Und wäre toll, wenn du das mal ein bisschen so darstellen kannst, dass wir Laien das auch gut verstehen können. Ja, Wolfgang, vielen Dank für die Einladung, dass wir nochmal zusammen sprechen können. Und ja, ich war vor 2 Wochen in München am Update Klinische Psychoneuroimmunologie. Der Unisitz ist in Granada, Spanien, und Professor Primeboom hat da super spannende News zum eben Sinn des Lebens, Purpose, warum bin ich hier, zum inneren Antrieb und auch die Connection zur Gesundheit, was sie neuroimmunologisch für uns bedeutet, dargestellt. Und lange wurde das Ganze ja wissenschaftlich gar nicht beleuchtet, sondern einfach in die Esoterik abgedrängt. Ah, das sind die Leute, die hochsensibel sind und sich mit komischen Dingen beschäftigen. Und inzwischen ist es Fakt, dass unser Gehirn alles wahrnehmen kann. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir einen Bereich im Gehirn haben, den Inselkortex, also Großhirnrinde auf der Seite, da ist ein kleiner Bereich, der lässt alle Infos ungefiltert durch. Was bedeutet das? Der hat keine Blut-Hirn-Schranke. Und da kommt alles rein von was habe ich gegessen, wie fühle ich mich, wie viel Titandioxidpartikel schwimmen in mir rum, wie viel Cholesterine, wie viel Umwelttoxine, wie viele emotionelle, virtuelle, kognitive Stressoren. Und Mhm. dieser Bereich informiert zeitgleich das Immunsystem, was in dir abgeht. Und das Spannende ist jetzt, dass wir eigentlich alle in einer Zeit leben, die einen völligen Overload an Prozessen in uns drin, aber auch um uns herum bedeutet. Und natürlich ist dieser Gehirnbereich komplett gefordert, wenn nicht sogar überfordert bei vielen Menschen. Mhm. Und du musst dir das so vorstellen, das Gehirn ist nicht alleine nur Gehirn, sondern das Gehirn hat Immunzellen in sich verbaut. Und wenn du einen Gedanken fasst oder ein Toxin dich belastet, wird die Nervenzelle und die Immunzelle gleichzeitig darüber informiert. Mhm. Also it's everything, everywhere, at any time. Mhm. Im Gehirn und im Körper. Ja. Und wenn jetzt die Information, die auf uns einprasselt, im Gehirn, auf der Nervenzelle und auf der Immunzelle gleich wahrgenommen wird und auch gleich bewertet wird, das heißt, wir haben eine Kongruenz der Information, dann kann dein System reagieren. Mhm. Dann kann es sagen, okay, ich habe den Stressor erkannt, ich habe eine Lösung dafür. Mhm. Wenn aber nur die Nervenzelle oder nur die Immunzelle reagieren, dann findet dieser Austausch nicht statt. Sprich, die Information vom Körper findet nicht statt, was da oben abgeht, Mhm. mit dem Resultat, dass es zu einer Desynchronisation unserer Kommunikation, unserer Reward Systems führt, Mhm. mit dem Resultat, dass diese Gehirnbereiche, die überfordert sind, plötzlich schrumpfen. Ja. Und schrumpfen bedeutet, was bleibt? Rückzug, Schmerz, Depression, Erschöpfung. Mhm. Und das ist genau der Moment, wo sich jetzt die Forschung damit beschäftigt, ja, wie können wir das rückwärts wieder aufrollen? Wie kriegen wir unser Gehirn in unser bestes Potenzial? Und das ist Purpose Finding. Mhm. Ein Mensch, der krank wird, der aber einen Lebenssinn sieht, den Weg nach vorne, auch wenn er jetzt gerade steinig ist und beschwerlich, der Mhm. wird ihn schaffen. Der Mhm. wird diesen Stress, diese Herausforderung auch meistern, um sein größeres Ziel zu Mhm. erreichen. Mhm. Jemand, der kein Ziel hat, hat keinen Antrieb. Mhm. Und schlussendlich ist der Moment, wo man aufhört, Also an kein etwas, eigenes Ziel hat, ne? Was wirklich im Einklang ist. was in deinem Einklang ist. Genau. Genau. Also ich meine, Mhm. du hast höchstwahrscheinlich ein anderes Lebensziel als ich. Genau. Würde ich Mhm. deinem Lebensziel dienen, wäre ich nicht gesund und Ja, umgekehrt. genau.
Und wenn du im Einklang mit deiner Seele, mit deinem Seelenplan, mit deiner im Purpose, warum bin ich hier, was möchte ich auf diesem Planeten in diesem Leben bewirken, Ja, wenn du das leben kannst, ja, dann hast du mit allen Hormonen, Gedanken, Neurotransmittern den Antrieb, die Lust und auch die Immunlage, das zu bewerkstelligen und zu erreichen. ja, Und das ist jetzt wissenschaftlich gemacht worden, dass eben dieser Gehirnbereich mit deiner Purpose schrumpft oder mhm. eben hypertrophiert, wieder Dem wächst. Nicht-Purpose schrumpft, ja, Genau, Disconnection vom Purpose schrumpft und genau. Also lebt es wieder auf und macht die entsprechenden Verbindungen. genau. Also nehmen wir zwei Personen mit Long-Covid. Mhm. Eine Person hat kein Lebensziel. Ja, Die wird in Long-Covid verharren. ja, Die andere Person wollte schon immer ein Buch schreiben, auf der Bühne stehen und 1000 Menschen mit einer Rede zum Beispiel inspirieren. ja, Wenn du an diesen Traum glaubst, wirst du es auch schaffen. ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der neuroimmunologischen Regeneration. Was wir in gewisser Weise schon länger kennen, also wenn wir jetzt nur Viktor Natürlich. Frankl nehmen, ne, The Search of Meaning, der im KZ war und dann die Beobachtung machte, dass eigentlich nur die überlebt haben, die einen Grund für sich hatten zu überleben. Absolut. Ja, Also der Wille versetzt Berge ja, oder eben die innere Motivation überwindet Hürden oder versetzt Grenzen. Das mhm. kennen wir alle. Mhm. Erinnere dich an deinen Flow-Moment, wo du Mhm. in dir drin im Einklang warst. Und dann auch mit Energien gearbeitet hat. Manche sagen die kosmischen Energien, die durch dich durchlaufen, denn wir sind ja umgeben von einem Genau. Energiefeld, weshalb dann auch dieses Beispiel, was manche gehört haben, eine Mutter sehr zierlich, aber sie will ihr Kind oder etwas sehr Wertvolles retten, was unterm Auto eingeklemmt ist, und sie hebt das Auto hoch, was eigentlich klassisch nicht denkbar ist. Absolut. Aber sie kriegt dann so, weil der Wille stark genug ist, so viel Lebensenergie, dass sie für diesen Zweck es machen kann. Und so viel der Zweck weg ist, geht es auch nicht mehr. Genau. Also in diesem Fall ist es wirklich ein Hirnbereich, noch ein weiterer Mhm. Hirnbereich, der das steuert, das Emotional Motor System. Ja, Wenn das komplett in Lebensgefahr ist, dann kommt es wirklich zu diesen hyperkinetischen Syndromen, sprich, ich kann ein Auto hochheben, obwohl ich eigentlich nicht die Kraft dazu hätte. Das ist das Übersicht. wobei ich, wenn ich jetzt in andere Denkweise noch reingehe, ich Mhm. brauche diesen Katalysator, dass ich mich verbinden kann mit dieser Kraft, die kommt ja von außen. Nicht dieses Hirnareal produziert die Kraft ja nicht. Nein, aber das Gehirn führt zu Mhm. so einer hohen Stressreaktion. Der Vagusnerv wird in dem Moment so krass blockiert. Genau, weshalb nichts geht. Genau, dass es Mhm. geht. Genau. Genau, ja, ja. Also Mhm. sprich, der Reiz von außen führt zum biologischen Prozess in dir drin, der das umsetzt, ja. Mhm. Mhm. Wenn ich das eben richtig verstanden, der Professor hat auch noch einen ganz spannenden Namen mit Prime. Primeboom, also Pflaumenbaum. Ach, ah, ich dachte Fruimboom mit Prime, geschrieben. er primet auch noch. Also noch. Nein, noch nein. Fruimboom, er ist ein Holländer. Ja, ja. Ähm, und diese klinische Psychoneuroimmunologie wurde von ihm Mhm. und Bran van Dam, seinem Mhm. Freund, begründet. Mhm. Und jetzt ist die Neuroimmunologie in Holland wie auch in Spanien bereits Mhm. universitär. Also es ist Mhm. wirklich ein schöner Masterstudiengang, der sich Mhm. zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde befindet, Mhm. der aber eben das große Ganze des Menschen sichtbar und wissenschaftlich macht. Ja, wenn ich es aber jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen sehe, Sie sind noch nicht, also wenn ich jetzt Yogananda studiere, Ja, der sagt im Prinzip dasselbe, aber die Kraft kommt woanders her. Aber du brauchst eben diese Zwischenstellen, damit die Kraft überhaupt fließen kann, damit du überhaupt andocken kannst. genau, da würde ich dir jetzt einen Mist erzählen. Ganz ehrlich, vielleicht rausschneiden, was ich jetzt gesagt habe. Nein, Hm? ich kann dir da die Wissenschaft nicht genau sagen. Ich weiß, dass die, die Spiritualität wird Mhm. inzwischen Mhm. wissenschaftlich erforscht. Ja. Und die Spiritualität ist
überhaupt möglich in uns Menschen, weil wir eine dopaminerge Gehirnstruktur haben. Also Genau. der Mhm. Neurobotenstoff Dopamin ist dafür da, dass wir Antrieb nach vorne, nach morgen, nach dort, Genau. Suche in der Zukunft haben Ja, oder Vision in etwas Übergeordnetem. genau. Gibt auch ein Buch ausschließlich zu diesem Thema Dopamin. Welche Bedeutung es hat, Zukunft oder? Mhm. Exakt, genau. Und das ist bereits wissenschaftlich, Mhm. Genau. Mhm. aber im Detail muss ich hier leider passen. Ich lebe Mhm. es, ich fühle es. Ja. Ja, aber das ist das eigentlich das Wichtige. Manchmal ist ja das praktische Wissen wichtiger. Und dann kann man sich auf die Intuition eben auch verlassen, weil wenn es verbunden ist, ne? Absolut. Ja. Und darum geht es ja, dass wir erstmal uns mit uns selber verbinden, in uns drin, Mhm. Mhm. und dann mit dem um uns herum und mit dem größeren Ganzen, weil dann empfängst du ganz andere Informationen. Mhm. Bist du in deiner Kohärenz, Mhm. siehst du natürlich auch die echte Kohärenz an, die zu dir passt und zu dir gehört. Ja. Ja. Das ist jetzt auch, wenn ich auf den Vortrag morgen gehe, eben das Spannende. Ich Mhm. kriege Impulse vorweg, wenn ich mich eintune, welches Thema es sein könnte, Ja, was gebraucht wird. natürlich. Und dann habe ich jetzt morgen auch das Glück, ich bin erst am Nachmittag dran. Ja, Das heißt, ich gehe den ganzen Vormittag um, spüre ja. und dann redet irgendetwas am Nachmittag. Genau, also das irgendetwas, das bist du in der Verbindung mit deinem Genau, Ganzen, wenn du genau. liest. Ja, Und wenn ich jetzt eine Rede vorbereiten würde, dann wäre mein ganzer Ehrgeiz, diese Rede abzuspulen. genau, natürlich, Ja, mhm. natürlich. Ja, Und das ist ja das Schöne, dass wir alle unterschiedliche Gaben haben, uns auf unterschiedliche Arten zu verbinden. ja, Der eine macht es über den Geist, der andere über den Körper, der nächste mhm. über Genau. hell wissen, fühlen, Mhm. tasten, was auch immer. Und das ist ja genau die Gaben, die uns mitgegeben worden sind. Ja. Da das ja so unterschiedlich ist, und jetzt mache ich mal die Überleitung zum nächsten. Aus all deinen Erfahrungen, und wir hatten ja auch schon mal ein Video über Biohacking gemacht, das studierst du und wie deine Historie war zu dem, sag mal, technisch affinen, dann auch zur Zahnärztin, die mit einem holistischen Ansatz, ganzheitlichen Ansatz daran geht. Jetzt dazu gekommen zu sein, ein Programm für Menschen zur Verfügung stellen, was du dann auch, wenn ich das so richtig verstanden habe, als Gebrauchsanleitung, Betriebsanleitung für Menschsein tituliert hast. Erzähl doch ein bisschen dazu bitte. Ja, ganz ehrlich, wenn wir hier von Verbindung und Purpose Finding sprechen, ist es genau das. Mhm. Ich habe meinen Eltern mit, wie ich 16 Jahre alt war, gesagt, ich möchte ein Gesundheitszentrum in die Welt rufen, die von allem das Beste vereint, Mhm. die jeden Menschen da abholt, wo er steht und ihn Mhm. in seiner Gesundheit weiterbringt. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Wissenschaft studieren durfte, eben diese klinische Psychoneuroimmunologie und auch Biohacking, was mich total angefixt hat. Ich mache das seit 10 Jahren und bin einfach jeden Tag von Neuem begeistert. Mhm. Habe in Form dieses Programms meinen Traum, den ich damals mit 16 Jahren habe, nun endlich umgesetzt. Mhm. Und eben Bedienungsanleitung Mensch ist ein Programm, das sich an Menschen richtet, die die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen möchten und auch wissen möchten, ja, was soll ich tun? Die Mhm. Fülle an Faktoren, mit denen wir heute konfrontiert sind, wird ja immer größer. Die Mhm. Menschen werden zwar älter, vielleicht jetzt nicht mal mehr, die ja, Sterberate kommt schon wieder näher Gut. oder unter Ja. 100 oder unter 80. Das heißt, die Leute sind, wie soll ich sagen, sie werden schon alt, aber die Lebensqualität leidet schon relativ früh. In der westlichen Welt, wenn In ich der das richtig weiß, westlichen bis zu Welt. 10 Jahre, die letzten 10 Jahre mehr Pflege als wirklich aktives Leben. Genau, und es geht nicht mal nur um diese 10 Jahre Pflege, aber es geht auch darum, dass jede dritte Frau nach 2 Schwangerschaften eine Hashimoto-Thyreoiditis hat, eine Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung.
Mhm. Viele junge Menschen werden bereits autoimmun krank Mhm. oder chronisch entzündlich krank, wenn wir an chronisch entzündliche Darmerkrankungen auch sprechen. Ja. Mhm. Und das ist eine Einbuße an Lebensqualität, Ja. an Energie, Freude und eben, wie kann ich mein Potenzial leben? Ja. Und diese Bedienungsanleitung Mensch ist so aufgebaut, dass sie den Menschen in sich drin, aber auch um dich herum, das ganze Exposom, alle Faktoren, mit denen wir konfrontiert sind, darstellt Mhm. und auf Ebene Ernährung, Stoffwechsel, Lichtenergie, Mhm. Wasser, ähm, das, was wir wissen, was unsichtbar ist und womit wir konfrontiert sind, also auch Mhm. Elektrosmog, Gedanken, Familiensystem, Mentales, das ist alles darin vereint, dass ich meine Gesundheit eben aufräumen kann. Ja. In mir drin und um mich herum. Ja. Toll. Und dann werden wir jetzt hier noch einblenden, wo man sich hinwenden kann, wenn man davon mehr Informationen haben möchte. Genau, ihr findet mich auf Instagram mit meinem Namen Eliru Underline und da ist auch in der Bio mein Shop verlinkt. Werde am 13. Oktober, ich werde am 13. Oktober um 19 Uhr mein erstes Opening-Webinar halten zu Mhm. diesem äh, Online-Kurs und wer natürlich mag, darf sich da gerne kostenlos anmelden und Teil sein dieser Bewegung. Ich würde sie wirklich auch eine Bewegung von Gesundheitsvisionären nennen, Mhm. die am aktuellen Puls der Zeit die Gesundheit der Menschheit vorantreiben möchten. Toll. Danke für das Gespräch. Lieber Wolfgang, danke für die Einladung und danke, dass wir uns wieder gesehen haben.